Herzlich willkommen zum Food Adventskalender 2022. Wir öffnen Türchen Nummer 2 und hier findet ihr ein Set von Günthard mit Weihnachtsdekor, Glimmer-Kakaopulver und ein ganz besonderes Schmankerl, Goldglimmer, wobei Günthard aktuell der einzige Hersteller eines richtigen Goldpuders ist und den ohne den Zusatzstoff E171 herstellt. Er lässt sich trocken oder mit Alkohol als deckende Farbe anrühren. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß mit der lieben Alex vom Kanal Alexandras Food Lounge. Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr bei meinem Food Adventskalender wieder mit dabei seid. Wir öffnen Türchen Nummer 2 und hinter Nummer 2 versteckt sich der Food Adventskalender von der lieben Annette von Annettes Backstübchen. Diesen Kalender gibt es schon seit etlichen Jahren und ich bin auch schon seit etlichen Jahren dabei. Ich kann euch jetzt aber gar nicht genau sagen, wie viele Jahre das sind, also 3, 4 bestimmt. Jedes Jahr aufs Neue macht er unheimlich viel Spaß. Ich bin unheimlich gern dabei. Schon alleine, dass hier ganz viele tolle YouTuber mit dabei sind. Wir sind so eine richtig schöne kleine Gruppe geworden, so wie so eine kleine Food Family und es ist wirklich total toll, mit ihnen zusammenzuarbeiten und die geben sich auch unheimlich viel Mühe. Was erwartet euch bei diesem Kalender? Ihr bekommt 24 Rezepte zum Thema Weihnachten, sei es Backen, Kochen, Dessert, alles vertreten. Und das Tolle an diesem Kalender ist, da hat sich Annette wieder große Mühe gegeben und zwar, ihr könnt was gewinnen und zwar ab dem 1.12. Jeden Tag um 9 Uhr startet ein Rezept. In der Infobox seht ihr genau, wer mitmacht und wo ihr dann auch schauen müsst, welche Türchen da sich noch öffnen. Um 9 Uhr geht es jeden Tag los. Hinter jedem Türchen versteckt sich ein Geschenk. In der Infobox steht dann auch genaueres dazu. Und ihr habt dann 24 Stunden Zeit, euch unter dem Video zu melden. Und zwar müsst ihr einen Kommentar abgeben und dann Hashtag FOAK 2022 eingeben und dann seid ihr automatisch mit im Lostopf dabei. Annette übernimmt die Verlosung. Sie zieht dann einen per Zufallsgenerator aus den Kommentaren raus und sie meldet sich dann bei euch. Und ihr müsst regelmäßig nachschauen, wo ihr kommentiert habt, um zu sehen, ob Annette euch geantwortet hat. Gestern war der Kanal von Esslust dran und morgen kommt salala.de. Ja, und jetzt geht's los mit meinem Rezept und zwar wir machen den besten Käsekuchen überhaupt. Also ich war so mega begeistert, wie ich den gebacken habe. Das war mein schönster Käsekuchen ever. Und zwar, wir machen einen Glühwein-Cheesecake. Viel Spaß! Für den weltbesten Cheesecake brauchen wir eine Springform mit einem Durchmesser von 26 cm und dafür braucht ihr folgende Zutaten. Und zwar für den Boden 200 Gramm Spekulatiusplätzchen, ihr könnt aber auch andere Kekse nehmen, 80 Gramm Butter, die sollte flüssig sein. Dann für die Füllung 875 Gramm Frischkäse, das entspricht ca. 5 Packungen eines ganz speziellen Frischkäses. Ich glaube, ihr wisst, welchen ich meine, ihr könnt aber auch einen anderen nehmen, ja. 200 Gramm saure Sahne, 180 Gramm Zucker, dann etwas Vanillepaste, 4 Eier der Größe M, 2 Esslöffel Mehl, den Saft einer halben Bio-Zitrone und 1 bis 2 Esslöffel Lebkuchengewürz. Dann braucht ihr noch einen Glühweinguss. Dafür benötigt ihr 500 Milliliter Glühwein, 6 Esslöffel Zucker und 2 Päckchen Tortenguss. Übrigens, wer Glühwein nicht benutzen möchte, der kann auch Kinderpunsch benutzen. Das ist ohne weiteres austauschbar. Ja, und dann legen wir auch gleich mal los mit dem Keksboden. Ihr kennt solche Böden, mache ich ja des Öfteren. Ihr nehmt einfach irgendwelche Kekse, also ich wollte sie weihnachtlich haben, deswegen waren Spekulatiuskekse. Entweder ihr zerkleinert sie in einem Zerkleinerer oder ich mache das eigentlich immer sehr gern in einem Gefrierbeutel. Also einfach die Kekse da rein, habe sie vorher schon ein kleines bisschen zerdatscht und dann ordentlich draufkloppen, bis halt alles schön bröselig wird. Im Zerkleinerer geht es natürlich richtig schön fein, aber ich habe es gerne crunchy, also dass so ein bisschen größere Breckerler drin sind. So sieht es dann aus. Das kommt jetzt in eine Schüssel, einfach hinein damit. Wer mag, kann auch hier schon etwas Lebkuchengewürz dazugeben oder irgendein anderes Gewürz. Das könnt ihr variieren, wie ihr wollt. Schmeckt dann ein wenig intensiver. Und dann kommt die Butter dazu. Die sollte flüssig sein, aber nicht mehr zu heiß. Also ganz kalt geht nicht, weil dann ist er ja wieder fest. Aber achtet bitte darauf, dass sie maximal lauwarm ist. Das kommt jetzt einfach da hinein und dann wird das Ganze mit einem Löffel verrührt. Also eigentlich total simpel. Wenn ihr das Gefühl habt, euer Bröselteig ist zu matschig, dann gebt ihr einfach noch ein paar Kekse dazu. Oder wenn ihr der Meinung seid, er ist zu trocken, dann einfach noch ein bisschen flüssige Butter.
Ja, und jetzt braucht ihr eine Springform. Die habe ich schon ausgelegt mit Backpapier. Da gebe ich jetzt meinen Bröselteig hinein und drücke das Ganze dann platt. Also das kannst du mit einem Löffel machen, das kannst du sogar mit einem Glas machen oder mit so einer kleinen Walze. Die nehme ich immer recht gern. Also hier sieht man es richtig schön crunchy. Kann natürlich sein, wenn ihr das so crunchy macht wie ich, dass ihr vielleicht wirklich noch ein paar Kekse drauf tun müsst, weil es euch vielleicht nicht langt. Den backe ich jetzt vor, und zwar müsst ihr den Ofen vorher auf 170 Grad vorheizen, Ober- und Unterhitze, und 10 Minuten vorbacken. Nach dem Vorbacken tut dann raus und lasst es auskühlen. Dann habe ich hier jetzt meinen Frischkäse. Ich gebe jetzt die saure Sahne noch mit dazu. Übrigens, Schmand ist auch machbar, also ihr könnt Schmand auch dazu geben. Einfach alles in eine Schüssel geben, und das ist der Zucker. Dann das Mehl, also gute 2 Esslöffel, die langen. Die Vanillepaste, also ich nehme unheimlich gern Vanillepaste, lieber als Vanillezucker. Ihr könnt auch Vanilleextrakt nehmen oder halt eben Vanillezucker. Dann kommt das Lebkuchengewürz noch dazu, und das wird jetzt erstmal verrührt. Halt, stopp, die Eier kommen noch mit dazu. Hätte jetzt glatt vergessen. Die Eier noch mit dazu geben und alles schön glatt rühren. Das dauert ein klein wenig. Den Zitronensaft gebe ich erst dazu, wenn alles schön glatt gerührt ist. Also der Saft einer halben Bio-Zitrone langt vollkommen. Ich finde einfach in einen Käsekuchen kein Zitronensaft dazu. Das gleicht ein wenig das Süße aus. Der wird dann nochmal verrührt. Und nicht erschrecken, ist mega flüssig. Das ist wirklich sowas von flüssig. Und so soll es auch sein. Also das ist vollkommen in Ordnung. Jetzt holt ihr euren ausgekühlten Boden wieder. Und da gießt ihr jetzt einfach den Cheesecake, also die Flüssigkeit, hinein. Der darf jetzt bei 170 Grad Ober- und Unterhitze für gute 40-50 Minuten backen, und so sah er aus. Schaut euch mal diesen perfekten Käsekuchen an. Ich wollte schon gleich gar keinen Guss mehr drauf tun, weil ich so begeistert war von dieser geraden Linie. Der hat keinen Riss, gar nichts. Also der war richtig gut. Der darf jetzt in der Form auskühlen. Lasst ihn bitte in der Form drin. Wenn er ausgekühlt ist, dann geht es an den Glühweinguss. Ich habe jetzt hier meinen Tortenguss drin, da gebe ich Zucker dazu. Schmeckt es mit dem Zucker bitte ab. Bei mir waren es jetzt so 6, 7 Esslöffel, denn Glühwein es kommt immer darauf an, was ihr für einen Glühwein nimmt. Ich als Franke habe natürlich einen speziellen Glühwein aus meiner Heimat genommen. Ich sage aber jetzt nicht welchen, aber ich glaube, ihr könnt es euch denken. Ich komme aus Mittelfranken, und welche Stadt gibt es in Mittelfranken? Richtig. Den habe ich benutzt. Der ist ein bisschen bitter. Also hat so einen leichten bitteren Nachgeschmack und deswegen vielleicht ein bisschen mehr Zucker dazu. Also schmeckt es einfach ab. Den Tortenguss bereitet ihr ganz normal zu, auch mit Alkohol, so wie es auf der Packungsanleitung steht. Erhitzt ihn, und so sah das Ganze dann aus. Also wie ich am Anfang schon gesagt habe, wer keinen Glühwein mag, der kann auch Kinderpunsch nehmen. Ist absolut machbar. Also ihr könnt auch eine alkoholfreie Variante machen. Ich habe jetzt den Tortenguss angerührt, den lasse ich kurz 1 Minute ein bisschen auskühlen und dann vorsichtig auf diesen wunderschönen Käsekuchen darüber geben. Man muss immer ein wenig aufpassen, wenn was heiß ist, da kann es nämlich passieren, dass von unten sich dann so die erste Schicht vom Käsekuchen löst und dann oben so weiße Flecken gibt, und das wollte ich nicht. Das darf jetzt komplett auskühlen, so 1-2 Stunden, und dann sah es so aus. Genial, oder? Also so eine tolle rote Farbe. Jetzt muss man lösen. Ach, hatte ich davor Angst. Aber es hat funktioniert. Also vorsichtig mit dem Messer oder was auch immer wie ihr das immer macht, die Form lösen, und so sah er dann aus. Und das hat so herrlich nach Weihnachten geduftet, das glaubt ihr gar nicht. Also Glühwein ist ja für mich das absolute Highlight am Weihnachten. Dann geht es ans Verzieren. Das könnt ihr im Grunde genommen machen, wie ihr wollt. Ich habe jetzt hier nochmal Spekulatiuskekse so richtig klein zerbröselt, also im Zerkleinerer. Und damit decke ich jetzt den Rand ein. Natürlich ein bisschen aufpassen, dass nicht alles in der Mitte landet, so wie bei mir jetzt hier. Habe ein bisschen gekleckert. Und dann habe ich mir gedacht, ich nehme Zimtsterne. Passt eigentlich doch total gut zu einer roten Farbe, so weiß-rot, das sieht toll aus. Die habe ich dann ebenfalls oben verteilt. Je nachdem, wie viele Stücke ihr haben wollt, so viel gibt ihr drauf. Und dann hatte ich noch so Crispy-Kugeln vom letzten Jahr.
Und da habe ich einfach vor jedem Keks oder vor jedem Zimtstern einen gelegt. Und dann sah dieser Cheesecake richtig toll aus. Also ich finde, es ist so ein richtig schöner, weihnachtlicher Käsekuchen. Und der war so gut. Der ist so cremig leicht gewesen. Und jetzt hier bei dem Anschnitt seht ihr das, wie perfekt dieser Käsekuchen war. Echt, also ich war verliebt. Ich war verliebt in den Kuchen. Also richtig toll. Und der war wirklich gut. Ich hatte am Anfang ein bisschen Bedenken wegen dem Glühweinguss. Aber das war genial. Also diese Mischung aus diesem Frischkäse, Zucker, Zitrone, Glühwein und dann auch noch diese Spekulatiuskekse. Das ist ja so ein typischer Weihnachtsgeschmack, finde ich, Spekulatius. Leute, ich sag's euch, ihr werdet ihn lieben. Also wirklich, das war einer der leckersten Käsekuchen und den wird es auch unterm Jahr mal geben, nicht nur um Weihnachten. Werde ich mir den definitiv nochmal backen und schaut euch das an. Perfekt. Also der war wirklich, wirklich lecker. Ja, und das war's dann auch für mich. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir einen Daumen nach oben da, abonniert meinen Kanal und wir sehen uns ganz bald wieder. Ach ja, und schaut unbedingt runter in die Infobox, da steht die Teilnahmebedingung steht drin, welche YouTuber daran teilnehmen, welche Türchen noch aufgemacht werden, wo welche schon offen sind. Schaut unten nach, da findet ihr alles, was ihr wissen sollt. Und schaut bitte, bitte bei meinen Kollegen vorbei, denn sie haben sich wirklich ganz, ganz große Mühe gegeben und es sind ganz tolle Menschen. Ja, dann wünsche ich euch eine schöne Weihnachtszeit und bis demnächst. Tschüss!